Der Bär nimmt seine Nahrung ins Visier. Er ist ein Einzelgänger. Ach, ihr schon wieder. Jetzt bin ich wirklich der Bär, der Bearded Bär. Alter, ohne Scheiß, Mann. Ja, richtig fresher so Look. aus. Geil. Die Leute haben sich's gewünscht tatsächlich. Ich habe immer mehr DMs bekommen. Ich kann aber gleich dazu sagen, on stage wird das Ding weggemacht. Aber ja, ich dachte mir mal, ihr wisst ja, jedes Jahr ein bisschen was anderes bringen so, und danach ist mir gegangen. Die Idee war ursprünglich, oder das war keine Idee, das kam daraus, oder ist daraus entstanden. Alter, weil ich mich so während des scheiß Wetter draußen war, die letzten 3 Wochen einfach so richtig zumodern hab lassen. Kann man auch mal ganz ehrlich hier sagen. Die Vorbereitung ist hart. Ich habe mich geduscht, keine Sorge, aber das war's dann auch. Warte. Ja, jetzt gut. Doch, ist okay. Jetzt habe ich ein paar Runden LOL gespielt. Da habe ich schon gut abgesweatet. Ich sag's euch. Warte mal, hast du gewonnen? Nee, ich bin auf Bronze 2 wieder abgestiegen. Okay. Deswegen haben wir heute die Aggression, ins Training reinzugehen. Und ich sag's euch, die längste Minute ist die hier. Ich bin wieder zurück in meinem Reispudding-Cake. Aber ansonsten, ja, ist der Hunger definitiv extrem am Start. Ich freue mich immer mit Dennis zu trainieren, da denkt man dann gar nicht dran. Und ansonsten zieht die Form aber gut an. Das Gewicht leider nicht. Aber ja, wir machen weiter. Haben trotzdem Spaß an der Sache. Ganz spaßig wurde gestern auch was angeliefert. Wir haben uns ja ein Haus gesucht, wo wir jetzt nicht so einen Riesengarten haben, aber so ein kleiner Garten finde ich einfach schön, draußen zu sitzen. Musik in meinen Ohren. Draußen zu sitzen, Zeit mit Freunden oder Freundinnen oder den Liebsten verbringen. Oder Kameramann. Du gehörst zu den Liebsten. Ja, Baby. Ich nenne dich nicht einfach Kameramann, das finde ich nicht so. Da darf ich jetzt natürlich nicht rausgehen, sonst kriege ich Stress mit der Alten. Weil, ja, nur mit Schuhe raus, weil hier geputzt wurde. Ach, wirklich, ja? Kannst doch ein Liedchen. Ich werde jetzt rausgedankelt. Den Dyson, ja, dann dir die Socken über die Ohren gezogen. Ey, was hast du denn da für ein schmuckes Stück, Mann? Guck mal an hier, ist richtig geil. Ist so ein kleiner Traum von mir, den ich mir erfüllt habe. Meine Oma in Polen, die hatte immer so ein Pavillon. Da saß mein Opa dann als Kind immer drin, hat ein Bierchen getrunken. Man hat da so zusammengesessen und ich habe als Kind da immer draußen dran rumgeturnt. Und jetzt dachte ich mir, hier muss auf jeden Fall neben einem anderen Traum, der Jacuzzi, den ich da auf jeden Fall auch stehen haben will, wo ich mich einfach reinlege. An so einem Sommerabend oder an so einem Winterabend, ist egal. Wollte ich unbedingt noch einen Grill haben, und das ist so ein richtig geiles Ding, weil das ist so ein richtig American Texas Barbecue Grill und daneben noch so ein, keine Ahnung, also ich muss mir das genau noch reinziehen, was man da alles machen kann, aber kannst du Briskets machen und den ganzen Quark. Ja, lass mal angrillen. Also wird richtig geil. Heute nach dem aber Training. Bruder, ich habe Angrillen. hab 150 Gramm Huhn. Das Ja, ist so okay. viel. Nee, so viel. Du isst nicht mehr als 150 Gramm Chicken? Ich zeig dir mal, was alle ja mal denken, ich esse so 5 Kilo Fleisch oder so. Das ist mein Fleisch für den Tag. Das ist schon traurig. Das ist mein Fleisch für den Tag. Ich esse tatsächlich als Proteinquellen nur Whey und diese Ration an Huhn. Und that's it, aber es funktioniert extrem gut, die Verdauung läuft und ja, man will ja das Optimalpaket auf die Bühne stellen. Dementsprechend mache ich, was der Trainer sagt. Aber mit Angrillen will ich dann halt schon ein dickes Tomahawk Steak oder so auf dem Grill liegen haben. Also nicht in der Prep angrillen. Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist nachvollziehbar. Das ist die Relation, das Fleischstück auf diesem Grill zu sehen, von so zu halt so. Das wäre bei meiner Familie wäre das nicht gerecht. Weißt du, da gab es immer also mindestens 50 Paar Würstchen und 4 Kilo Rind, 2 Kilo Huhn. Und sowas habe ich da eher gedacht. Da wollte ich mal wieder zu viel, Alter. Da wollte ich zu viel, habe ein bisschen zu viel Sprudelwasser reingekippt, weil der Sprudel gibt dem Ganzen dann so ein kleines bisschen mehr Volumen. Und ich habe da auf Geier-Modus, auf hungrig. Deswegen muss das Ganze noch ein bisschen, das war eine Perfektion, Alter. Das wäre, Frank Rosin wäre auf jeden Fall nicht in der Lage, das so hinzukriegen wie ich. Das ist über 3 Jahre ausgeklügelt. Das sieht noch nicht so aus. Kurz vorm Überlaufen. Ihr denkt euch jetzt, was ist das denn für ein ekliger Shit? Das denke ich mir selber dann auch immer in der Off-Season.
Aber die Diät macht erfinderisch. Also wenn da Leute sich aus Zucchini Nudeln machen, dann bin ich da auf jeden Fall noch völlig fein. Und dann habe ich da auch immer meine Schrittreihenfolge. Das ist wie ein Tanz. Seil und Zimt drüber. Manche Dinge ändern sich halt nie. Ne? Aber nur die erste Runde und dann tue ich das hier zusammen swirlen. Und siehst du die Konsistenz? Wie außen kuchig das wird und innen der Fudge. Das ist schon völlig der essgestörten Content, den wir hier machen. Jetzt sag ich's dir aber, je feiner die sind, also am Ende der Packung ist es schon optimal, weil guck, jetzt siehst du das, sind die Beeren, die sind so ganz fein. Siehst du das? Und dann verteilen die sich da drin. 70 Gramm haben wir. Und dann verteilt sich das da unten. Und jetzt, Freunde, wird es da drin kalt. Der Rand ist kuchig, gatschig und der Kern ist flüssig. Machst noch eine Schicht Zimt? Jetzt kommt noch mal eine Schicht Zimt, genau. Und einer dieser Salt Sticks. Und dann habt ihr Schoko, Himbeer, Fudge Brownie Cake. Wenn ihr jetzt Bock habt auf einen Reispudding, könnt ihr den mit Code Polacco auf esn.com bestellen. Weil guckt euch das Gedicht hier an. Und dann gehst du da rein, du hast diese Schoko, Salz, Zimt, Note in deinem Mund. Leicht warm, mit ein paar Komponenten Kälte drin. Wer jetzt nicht Hunger bekommen hat, weiß ich auch nicht. Es tut mir leid für alle, die auf Diät sind, aber ich schaue mir selber auch viel Essens-Content an gerade. Komm mal her, mein Schatz. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her, du siehst nicht aus wie ein Penner. Ja, du schaust aus wie eine richtige Prinzessin. Ich liebe dich auch als Penner. Das ist schlimm. Sind wir eigentlich noch zusammen? Nein. Weißt du, Leute, Nur deine ihr habt's richtig erraten. Ist ja nur noch ein WG-Leben. Aber Stimmt, ja. gut, das war eigentlich schon alles, was ich wissen wollte. Ach, was. Die Leute fragen immer, wie ist das Leben so? Nach 6 Jahren Beziehung. Vorletzte Nacht, lass mich nicht lügen. Ich wach übel random auf, komischen Traum gehabt. Ihr kennt's, in der Diät-Vorbereitung, man geht 3-4 Mal nachts pinkeln. Ich denke, ja okay, ich gehe aufs Klo, weil sonst kann ich eh nicht schlafen. Ich drehe mich so rüber. Auf einmal liegt die da um 4:30 Uhr oder so schräg im Bett und scrollt darum und ich dachte mir, träume ich immer noch oder was geht denn jetzt ab? Guckt die sich irgendwelche TikToks an und macht den Fehler niemals, nachts, wenn ihr aufwacht, an euer Handy zu gehen. Dann ist Game Over für die Nacht. Ich erzähle euch jetzt mal Adishas Ernährungsplan zum Nachmachen. Du hast super abgenommen, muss man dir echt Props geben. Wir sind halt beide in der Offseason eher ein bisschen mopsiger, ein bisschen fülliger und dann machen wir beide Diät, um dann wieder mopsig zu werden. Aber Alices Ernährungsplan kann ich euch mal ganz kurz raushauen. Die steht um 6 Uhr auf oder 6:30 Uhr. Wenn ich dann vom Cardio zurückkomme, wurde die Kaffeemaschine schon 4 oder 5 Mal betätigt. Also das ist geil. Also erstmal Oatmilk Latte 4 Mal. Dann werden Mails und whatever beantwortet. 10 Uhr gibt es dann 4 Volleier und 4 Scheiben Toast. Sie hasst Eier und sie macht nichts dazu. Also wenn ich sage 4 Eier und 4 Toasts, sind es 4 Eier, also so wirklich ohne Liebe zusammengemischt. Also nicht mal Pfeffer dazu, nicht mal Salz, einfach 4 Eier, so... Ich kann es nicht beschreiben, wie wenig Liebe sie dieser Ernährung gibt. Dann natürlich noch mal einen Kaffee hinterher. Der 5. dann? Der 5. Dann gibt es Pre-Workout meistens, so wie sie jetzt sich anmischt. Gibt Schoko-Whey, 2 Scoops und nochmal Toast und ein bisschen Mandelmus dazu. Und wie ich schon gesagt habe, jetzt nicht irgendwie so, sondern die macht so einen Whey-Trip, die isst den. Isst die Toast dazu, meistens ungetoastet noch. Und über die Toast macht die dann einfach so Mandelmus.
Und Banane gibt es dann auch noch, aber die isst die dann meistens auch so separat. Meistens isst die das auch im Stehen. Gleich dreht die sich zum Beispiel, dann hört man nur die Zähne, weil die das ja zahnbezogen isst. Nach dem Training, lass mich nicht lügen, gibt es meistens auch Toast. Oh, da kommt der Halleluja. Alter, heute ganz fancy. Und wie eklig ist das denn bitte? Aus Versehen den falschen Toast genommen. Nee. Da sind jetzt noch... Ach, du wolltest so mit Körnern drin? Ja, der war im Angebot bei Kaufland. Stimmt, Schwabe ist auch noch... Wir fassen zusammen, Alicia ist eine krasse Frau. Alicia ist halb krass. Ja. Das ist jetzt der Moment, wo es einen Cut ins Gym gibt. Ja, besser ist es. Cut. Wie ihr es jetzt die Wetterfee gewusst, draußen schüttet es wieder. Und wir sind im Bunker. Die ganze Familie halt. Markus, Alice, Dennis, alle am Start. Ein ordentliches Set von Charlotte de Witte und ab geht die Post. Das ist ein kleiner Geheimtipp für die Community, was Armwachstum angeht. Und zwar seht die Übung wie eine Kreuzung und ihr fahrt mit eurem Auto ran. Ja, lustig, dass ich sage, weil ich keinen Lappen habe. Aber versucht an die Ampel ranzufahren, langsam das Auto zu bremsen und wenn die Ampel grün wird, den Gang reinzumachen, die Kupplung kommen zu lassen. Ich mache Fahrschule gerade, deswegen weiß ich, wie es läuft. Und dann langsam anzufahren. Nicht versuchen, voll Kickdown zu machen bei der Ampel und dann, wenn sie orange ist, zu bremsen. Natürlich im übertragenen Sinne auf eure Trainingstechnik, sondern versucht die Anfang- und Endpunkte, ganz wichtig, wirklich da langsam oder nicht langsam ist immer das falsche Wort, weil ich mag auch diese ultra langsame Scheiße nicht, sondern aber einfach kontrolliert anzukommen, den Umkehrpunkt zu realisieren, raus zu pushen und dann nicht so rein und wieder zurück, sondern hier in den Squeeze und dann wieder Umkehrpunkt. Genau, und dann bleibt hinterm Körper. Es gibt mir gerade hier CBAM-Vibes. Als der hier war, haben wir die Übung auch gemacht. Die ist cool, ja. Gestern random, ich liege abends im Bett, krieg eine iMessage-Nachricht. Ich denke mir so, wer zur Hölle benutzt iMessage? Hat mir Chris gestern geschrieben. Ich sag jetzt nicht den Monat, aber ey, was geht denn da und da bei dir? Ja, da bin ich vielleicht in Europa. Soll ich nochmal rumkommen? Also ey, Heilbronn, wir haben keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Deswegen gucken wir mal. Vielleicht kommt der Junge wieder vorbei, aber ihr wisst ja, so eine High-Rock-Scheiße können wir nicht gebrauchen. Bis dahin wiegt Dennis auch noch 10 Kilo mehr. Ich wiege 10 Kilo mehr und dann hat er hier drin nichts mehr verloren. So im Kopf. Wenn Chris kommt, haben wir so im Kopf. Ja, what the fuck, man? Komm, 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 komm. Okay, weiter, komm. Eine, komm. Komm. Ja. Oh, der war eklig, Alter, der war eklig. Zwei. Ja. Komm. Und noch eine. Auf. Jetzt. Oh. Die ist gut. Ich spüre. Ja, die ist auch nicht schlecht, Mann. Hauptsache, man merkt, wo es ankommt. Seit ich die Vorbereitung angefangen habe, sind ja wirklich die Menschen in meinem Umfeld. Meine Mama, mein Papa, Alice, Markus, Kameramann. Für alle, die es noch nicht wissen, solltet ihr jetzt auf jeden Fall. Und Dennis. Klar, mit Stefan quatsche ich ab und zu, wir schreiben viel. Aber das sind so die Leute in meinem Umfeld. Und wenn du mit dem Typ hier täglich 3 Stunden deines Lebens verbringst, der Überschwabe. Aber ich höre das gar nicht mehr. Ja, aber bei mir ist dann so drin, meine Freunde auch so, Alter, jetzt bist du hier richtig angekommen. Lass die hinten. Ja. Auf. Langsamer zurück. Ja. Komm. Komm hinten raus. Auf, hinter den Körper. Jawohl. So,
so. Jetzt haben wir mittlerweile aber auch einen anderen Pace drauf, muss man sagen. Also es geht schon Schlag auf Schlag. So ein Training, was in der Off-Season mal 2 Stunden gebraucht hat, da sind wir jetzt schon mittlerweile bei 70 Minuten, so 60, 70 Minuten. Also wir feuern mittlerweile schon aus anderen Zylindern so, und das ist Im wahrsten Sinne des Wortes. Aus anderen Zylindern. jetzt machen wir das altbekannte Spezialität. Wer hat sie gezeigt nochmal? Von wem hast du das? Der Sepp Maurer in der Sportschule Kinema. Nee. Das Ding? Das untere? Ja. Das ist halt, wenn man was hast du gelernt? Industriemechaniker. Wenn man einen Industriemechaniker hier die Bank hinterher richtig einstellen lässt. Das ist ja keine deutsche Präzision. Guck von hier vorne. So hoch. Dinger. Oh, hast du dein Winkelmaß vergessen? Guck das doch mal an hier. Hast du einen Knick in der Optik? Da wäre mein linker Trizep, wenn der auf der Bühne dann größer ist, dann... Geil, Alter. Ja. Hast du? Ja. Okay. Nein. Ja. Oh. Komm. Weiter. Yes. Geht. Komm. Ja. Weiter. Ich bin da. Push. 2. Komm. Finish. Go. Ja. Okay. Komm. Yes. Komm. Oh, sind weniger. Es. Nein. Ja. Oh, genau richtig. Oh. Das war's. Da brauche ich keinen mehr. Der hat richtig. Der hat den Nagel genommen und ins Brett gehauen. Die waren auf jeden Fall sehr gut. Das habe ich auch ein bisschen von dem Strolch gelernt. Wenn ein Satz mal so gut war, dass er sitzt. Nichts mehr danach veranstalten. Warum halt, gell? So der eigene Kopf sagt dann, ja, jetzt mach halt noch einen, aber eigentlich, wenn du dir denkst, warum jetzt noch einen mehr, wenn man da wirklich alles rausgehauen hat. Aber sage ich ja so oft, ist ein Prozess, der braucht Jahre, 10 Jahre würde ich sagen. Und wir lernen immer noch dazu.
Ja, also selbst jetzt nach 14 Jahren muss ich sagen, wenn ich jetzt vor 3 Jahren gucke, wie ich trainiert habe, schüttle ich nur mit dem Kopf. So, aber ich glaube, das ist alles der Weg auch, der Prozess. Aber es hat ja trotzdem funktioniert. Das sage ich ja gerade. Es hat ja trotzdem alles funktioniert. Es hat vielleicht alles so sein müssen, dass man das so macht, dann so macht und dann so macht. Ist ja auch genau richtig. Ich würde keinem, der weniger als 3, 4 Jahre trainiert, so ein 2 Top-Set-Back-Off-Sets-Prinzip empfehlen. Aber keinem. das doch alle heutzutage. Nee, wir scheißen darauf. Ja, aber würde ich keinem empfehlen. Einfach weil Volumentraining King ist für jeden Anfänger. Weil er mit einem Satz nicht die Muskelfasern rekrutieren kann, wie wir es tun. Der kennt die Technik gar nicht. Der muss Bewegungsmuster erlernen. Der muss neuronale Signale aufbauen. Neuronale Pathways zum Muskel. Aber soll jeder auf jeden Fall machen, wie er Lust drauf hat, weil das ist das Wichtigste. Und ich glaube, Dennis hat Bock, sich jetzt hier noch einmal schön zu schroten, oder? Ich warte auf dich, Alter. Ja, Alter, du musst Signal geben. Drück's mir rein. Drück's mir raus. Gib's mir. Gib's mir. Ja. Ab. Komm. 12 bis 15. Ja. Wunschvorstellungen. Weiter. Geht. Komm. Ja. Auf. Und lass die Hüfte unten. Geh da nicht so hoch damit. Genau den Trizeps. Ja, jetzt guck mal, wie viel du dir da hältst. Deswegen sind wir auf der Schrägbank. Komm. Komm. Ja, ohne Schwung. Genau so. Genau so. Komm, finish. Ja. Hast du gemerkt? Wenn du mit der Hüfte hochgehst und wieder runter ballerst, dann geht ja der Winkel weg von. Das ist auch immer das, was ich sehe, wenn. Film mal von der Seite. Wenn ich Leute sehe, die so in den Studios dann Kurzhantel machen und dann machen die so und anstatt so zu drücken, drücken die dann so. Ja, aber das habe ich noch nie verstanden. Das Ja, macht ja überhaupt keinen Sinn. Die wollen ja viel Gewicht drücken so, aber die Schrägbank ist ja nicht umsonst die Schrägbank, weil man so drücken will. Es gibt ja so diese Technik gibt es auch bei so richtigen Gewichthebern. Die machen ja auch so eine extreme Brücke, aber ich weiß. Ja, aber das ist, also da haben wir Bodybuilder ja nichts von. Ja, nee, gar nichts. Deswegen. Dennis ist ein Hater, dass ihr wisst. So. Immer für jede neue Muskelgruppe machen wir so 2, 3 zum Reinkommen, wieder zum Aufwärmen. Ich meine, deswegen gibt es ja Push- und Pull-Days, weil bei den Tagen sind ja Brust, Schulter, Trizeps, Rücken, Bizeps, hintere Schulter eigentlich alle in allen Prozessen mit beteiligt. Aber gerade in der Vorbereitung oder gerade als Invalide braucht man doch lieber einen Satz mehr zum Aufwärmen als einen weniger. Und dementsprechend, ja, nehmen wir uns hier wieder die Zeit, kommen in den Groove mit der Übung und dann knallen wir hier 3 Sätze weg. Gerade die Prime-Dinger da, ich weiß nicht, ob die sind ja so, heißt es konkav, glaube ich, gedreht. Ist viel besser irgendwie so zu greifen. Schon geil. Das musst doch du wissen. Bro, Du hast das Dinger gedreht, Schweißer, oder? Alter. Ja. Aber was hat er gedreht? Ich war CNC-Dreher mit Schweißer, mit alles in einem. Ach so. Als CNC-Dreher sollte man sowas wissen, oder? Ja, du Berliner, du denkst natürlich gleich wieder an andere Sachen, Ey, das, die da ich hab nichts gesagt. im Park gedreht werden. Damit haben wir im Schwabenland nichts Ey, zu du tun. wolltest ins KitKat. Wir arbeiten hier. Was? Was? Ich hatte ja öfters mal in den Videos falsche Behauptungen aufstellen. Also wir machen bis wir nicht mehr können und dann in der gedehnten halten wir 10 Sekunden.
Komm, alleine. Komm. Komm. Ja. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boah, fuck, Alter. Oh. Junge. Wenn man die Sternchen sieht nach der zweiten Wiederholung bei Brust, dann ist man auf dem richtigen Weg. Die Offseason wird genutzt. Keine Schwäche. Keine Schwäche, Junge. Verdammte Scheiße. Komm jetzt. Gib mir lieber das Ding jetzt. Auf. Okay. Und ab. Komm, Power. Boom. Ja. Dehne. Sehr gut. Kopf hoch. Ja. Stolz und Lust. Auf. Kontrollier mehr vorne. Ja. Squeeze zusammen. Auf den. Komm. Komm. Geht noch. Deiner. Auf. 2. Komm! Und die letzte, verdammt. Auf. Komm. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Was ich mir auch überlegt habe, die Panatta kann man ja von oben nach unten machen. Das hat mein Kollege letzte Woche oder vor 2 Wochen bei mir gemacht. Und ich dachte mir so, eigentlich nicht schlecht so, als letzter das 20er Satz. Nach dem ganzen Drücken und so, bevor wir mit Schultern anfangen. So. Gestern hat er mich hier mit dem Rückentrainer, da hat er mich mit dem Clustersatz da versucht zu überzeugen, hat er mir das erklärt, da habe ich gesagt, nee Bro, heute nicht, das ist mir zu kompliziert. Aber Wüstersatz danach hat er gemacht. Ja. Der war richtig gut, der Satz. Dennis ist auch immer so einer, der lebt immer nicht im Hier und Jetzt, sondern entweder im Training morgen, wie vorher, wir sitzen drin, der probiert die Beinpresse aus. So Dennis, heute machen wir Trizeps, Brust, Schulter. Ja, ich probiere noch wegen morgen. Gestern Abend schreibt er mir, ich habe schon gepennt, heute Morgen lese ich, boah Bro, ich freue mich schon überwüst morgen auf das Training. Der lebt schon wieder irgendwo, Alter. Aber so muss sein. Jetzt ist nicht mehr so wie im Aufbau, so wo man irgendwie reingehen kann, und jetzt geht schon so mehr ins Leere. Klingt das dumm, wenn ich das sage so? Weißt du, was ich meine? Da ist nicht mehr so viel Polsterung so. Gerade bei Brust merke ich das übel. Im Aufbau, du drückst so und das Gelenk und so, alles fühlt sich so geschmiert an. Und jetzt ist es... Aber so geht es mir schon seit 5 Jahren. Bei mir tut nichts weh, Digga. Aber es ist so... Ja, einfach... Der Druck fühlt sich so kälter an, leerer so. Da ist nicht so viel Wasser mehr drin. Du gehst ja viel öfters pingeln im Training jetzt auch. Wo so das Wasser ist auch in den Gelenken drin. Wenn das Wasser nicht drin ist, die Gelenkschmiere ist dann nicht so, wie es sein sollte. Das merkt man schon. Dann holen wir es jetzt zurück. Zur Not steht das WD-40 gleich bereit. Ja. Komm weiter. Komm! Komm, spring an, auf! Ja! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Noch eine. Auf. Und dehnen. 10, 9,
8, 7, 10 auf, 6, 5, 4, 3, 2, 8. Sehr gut. Fuck! Wenn die Übung geil ist, gerade wie heute die hier, dann bleibe ich auch nicht immer bei den 2 Sätzen so, oder wir nicht. Es kann sein, wir machen heute nur die fliegende 3 und nur die Hammer-Schrägbank 3 für die ganze Brust. So, und dann passt's. Und man vielleicht noch einen Abschlusssatz irgendwie von oben Kabel oder zusammenpressen oder Schrägbank oder so. Also ist ganz, ganz krass auch abhängig von wie man mit der Übung an dem jeweiligen Tag connectet. Und wichtig ist nur, dass man halt die Muskelfunktion ungefähr abgearbeitet hat. Also eine drückende und eine fliegende Bewegung drin hat. Aber sonst, ich finde Brust, Bro, das Einfachste eigentlich zu trainieren, was es gibt, gell? Also das habe ich noch nie verstanden. So komplex, Beine oder Rücken und so, das verstehe ich schon, dass man da Schwierigkeiten hat, aber Brust muss man einfach drücken, bis der Arzt kommt und fliegende machen, bis der Arzt kommt. That's it. Ist eigentlich auch gar kein so großer Muskel. Weil viele machen so für Brust 20 Sätze und für Beine auch 20 so. So, das... Ich habe für Brust in meinem ganzen Trainingsleben nie mehr wie 3, 4 Übungen gemacht. 2 bis 3 Sätze. Noch nie. Auch für was? Früher habe ich das viel gemacht. Ich habe früher schon so 5 Übungen mit 4 Sätzen. Aber wenn du mich jetzt fragst, dann muss ich erst mal überlegen, was ich für 5 Brustübungen machen würde. Da habe ich so Exoten gemacht, wie Überzüge mit den Kurzhanteln auf der Bank. Nur bis dahin, weil Kai Green das in dem Video gemacht hat. Nur so für die Upper Shelf von der Brust, so für den oberen Bereich. Ja, hat man gemacht, war cool. Man hat dran geglaubt und das zählt. Ich liebe die Brustpresse einfach. Da werden jetzt viele widersprechen, weil die ja anscheinend im letzten Bereich von der Lastkurve nicht optimal ist, weil es auf den Trizeps geht und vorne zu schwer. Dann drückt man aber halt nicht bis 100% raus, sondern nur bis 85. Jetzt kommt meine Frage. Und lockt nicht aus. Haben wir dicke Titten oder nicht? Weiß ich nicht. Also ich meine, sind auf jeden Fall noch nicht dick genug. Das ist für mich die beste Brustpresse. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Mir egal, ob die nicht optimal ist oder nicht, die fühlt sich sehr gut an. Ja. Und deswegen machen wir die. Verletzungsgefahr ist nicht so hoch. Wahrscheinlich reißen wir jetzt was ab. Ja, gleich Arbeitssatz, komm. Ja. Auf. Komm. Ja. Zug. Komm. Ja. Finish. Bei mir ist es besser, wenn ich sogar vorm Ausloggen echt nicht auslogge. Also wirklich immer nur. Ja, klar. Nee, hier ein Lockout zu machen bringt, also das fickt nur der Ellbogen. Wie viele machen? Ja. Immer dieses. Ja, das macht der Ellenbogen kaputt. Das ist der einzige Mehrwert davon. Und bei dir ist eh nicht gut, den Lockout zu machen, weil du so eng greifst, wegen deinem Trizeps. Der ist jetzt schon durch. Und das wäre dann nur Trizepsarbeit. Komm, konzentrieren. Auf der Brust. Gut. Gut. Komm. Perfekt, komm. Ja. Ja. Komm. Geil. Der hat aus der Brust gedrückt. Ja, voll geil. Der war gut. Oh, über gut. Ja. Mit 5 hätte ich vielleicht auch gedrückt, aber nicht so. Ja. Nicht so. Das sind wir uns mittlerweile im Klaren, Ja. dass viel Gewicht für den Aufbau einer Grundsubstanz wichtig ist und viel Gewicht immer in Relation gesprochen. Aber in dem Standpunkt, wo wir uns befinden, zum einerseits als Invalide, nee, aber halt schon als
Athleten, die eine gewisse Grundsubstanz haben, da geht's oder sollte man auch das Training umdenken und auch anders freizusetzen. Weil viele immer sagen, in jeder Sportart wird gleich trainiert und alles gleich gemacht. Das finde ich auch irgendwie gerade das Faszinierende am Bodybuilding, dass so viele verschiedene Wege nach Rom führen. So seitens Training, Ernährung, Supplements, du hast so viele verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wege, irgendwo hinzukommen. Und deswegen, die habe ich schon privat gesagt, deswegen liebe ich es auch, durch die Welt zu reisen und mit so vielen verschiedenen Athleten zu trainieren. Wir haben ja schon mal aufgezählt, mit wem ich schon trainiert habe. Ob es ein Jay ist, ob es ein Dorian ist oder ob es ja, so ein Bonek ist. Alle anders am Trainieren, aber alle Motherfucker irgendwie auf ihre Art und Weise. Ja! Warte. Okay, lass los. Jawohl. Ja. Komm. Ja, bleib drin. Auf. Geht. 5. 6. Komm. 8 machen wir. Und die letzte. Hoch. Ja, jawohl. Sehr gut. Gut. Eigentlich Oldschool, New School. New School Shirt. Oldschool Shirt. Ich habe es mir gerade noch ein bisschen noch oldschooler gemacht hier. Da hängen geblieben, Alter, geil. Okay. Sehr geil. Oh. Überleg, Kurzhandel drücken zu machen. Ich für mich noch einen Satz. Einen? Der wird mich auch mehr bringen hier. Ja komm, dann machen wir halt einen. Ja? Dann machen wir einen da. Habt ihr so leicht geht es, dass der umstellt. Ja. Du hast gerade aufgehört und gesagt, du willst keine Kurzhandel heute machen. Ja, wir machen. Ich glaube, ich mache noch einen, ich glaube, wir bringen. Ah, okay, ich mache auch. Kurzhantel drücken heißt ja jetzt nicht. Ich mache eh nur noch 50er Kurzhantel drücken. Maximal 60er oder so, diese 80er, was wir gemacht haben. Jetzt, bei den Kurzhanteln geht es mir jetzt nur darum. Ich habe es einfach gemerkt. Es ist viel geiler, mit 50ern so wegzudrücken wie Bilderbuch. Wenn ich mit Leon trainiere, wenn ich mit anderen Jungs trainiere, die sackstark sind, dann machen wir auch so eine Scheiße wie 80er drücken, keine Sorge. Aber das Coole ist, was ich mir auch bei dem Format gedacht habe und warum ich Dennis mit auch ins Videoboot geholt habe, ist einfach, weil das pures Bodybuilding ist mit uns beiden. Und so kriegt ihr auch ein Verständnis dafür, wie man auf Profi-Level wirklich trainieren muss, um Fortschritte zu machen. Deswegen will ich genau diese Dialoge, dass man die mitkriegt, wie wir rangehen an die Sachen, wie wir denken, wie unser Arbeitsflow ist. Weil ich das euch auf den Weg geben will, um für euch daheim auch dementsprechend einen Workflow zu finden. Weil wenn ihr jetzt Videos von mir seht, wie ich die 80er drücke mit Leon auf 6 Wiederholungen, dann ist es geil, ist es krass und man sieht uns trainieren, das ist Entertainment. Aber das ist nichts, wie ihr trainieren müsst, um eine geile Brust aufzubauen für euch daheim. Und wenn ihr sowas macht wie Dennis und ich in den Videos, dann geht's vorwärts und das garantieren wir euch. Man muss ja auch noch sagen, wir haben ja auch viele Sätze, wo wir richtig Gas geben. Wir haben auch schon Frontkniebeugen mit 200 gemacht. Und so ja, aber das kommt gerade gar nicht aufs Gewicht an. Es kommt gar nicht darauf an. Es kommt gerade nicht darauf an, sich da jetzt irgendwie, ja, A trifft's richtig. Das hast du von 200 Kilo von Kniebeugen. Schraube im Knie.
wie Schissen zu helfen, Alter. Ja, aber so geil, Mann, der Satz war. Oh, war der gut. Es war ein richtiger Call. Auf, Bro. Ja. 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 Sehr gut. Jawohl. Yes. Gut. Weiter. Lass. Komm. Ja. Komm. Jawohl. Sehr gut, Alter. Ich mag es da nicht, wenn man mir hilft, keine Ahnung. Echt? Weil irgendwie, wenn man das so zusammendrückt mit dem Ellbogen, dann kriege ich Panik mit meiner Schulter, dass das sich was verstellt und lieber mache ich so. Zwar sollte die Schulter jetzt schon warm sein, aber so 2, 3 zum Reinkommen. Und dann mache ich am heutigen Tag, ich mache seitliche Schulter oder wir machen seitliche Schulter auch 2-mal die Woche. Und ich mache an einem Tag, der ist heute, wirklich auch auf schwer, auf Gewicht, Full Stack, um mich immer zu orientieren, hey okay, so viel Gewicht bewege ich gerade. Und am anderen Tag versuche ich da eher mehr so auf Wiederholung bzw. richtig auf Pump zu gehen oder Doppelsätze zu machen, dass ich zum Beispiel da 10 mache, dann zu Kurzhantel springe und nochmal 10 mache. Und das, muss ich sagen, funktioniert absolut bombenmäßig gerade. Stark, komm, genau so, schön. Komm, stark. Geil, komm. Komm. Jetzt besser. Komm, Ellbogen zur Seite. Wir sind einen Tag näher. Wir sind einen Tag wieder dran und haben ein geiles Training abgerissen. Bro, good job. Und somit raus aus der Klamotte, ab nach Hause und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Vielleicht könnt ihr nächstes Mal auch Dennis supporten bei ESN, aber wir wollen noch nicht zu viel versprechen. In diesem Sinne, wir sind raus.